Der faszinierende Anbär lebt im bis zu 4800 Meter hohen Gebirge Südamerikas. Heute sind wir im Nebenwald Ecuadors und versuchen ihn zu finden. Er zeigt uns gerade die Früchte, die die Andenbeeren so lieben. Ist gut? Bitter. Ja. Unser erster Tukan sitzt da im Baum drin. Die Blätter sind alle so groß, kann man sich gar nicht vorstellen. Die könnte ich ja so Rock an. Unser Guide Maurizio hat uns jetzt gerade verlassen in diesen Trailer rein. Möchte ich alleine mit Bären sein? Was meinst du, wie viele Bären wir sehen, wenn wir den essen? Wir sind dir auf der Spur, Kollege. Wir finden dich. Wir sind Henrik und Lea. Vor 2 Jahren haben wir alles in Deutschland verkauft und reisen seit dem Wohnsitz los durch die Welt. Wir sind angekommen jetzt in der Makipucana Lodge, gerade kurz Einführung bekommen. 2,5 Kilometer müssen wir ungefähr laufen, um Bären zu sehen. Haben heute eine 50-50 Chance. Reicht das? Das ist ein schönes Käffchen hier. Also wir sind nicht mal 2 Meter aus der Lodge gegangen und er hat schon die erste Echse hier erwischt. Basiliskus. 2 Stunden von der Hauptstadt Quito entfernt liegt das Makipucuna Reserve. Im 14.000 Hektar privat geschützten Nebelwald finden wir ein insgesamt 40 Kilometer langes Wegsystem. Das muss doch reichen, um heute Bären zu sehen, oder nicht? Dieser Fund stimmt uns optimistisch. The local name is Pakche. 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 It's the same family, the avocados. Yeah. This is the small avocados and the berries up, sometimes broken branch. Yes. Eating the seed, make little nest, sleeping for 20 minutes. Yeah, sleeping wow. in the trees. Wake up, eating again, down. Como un... Oh! Como un bajaro. Ja. Gönn dir. Ja, ist bueno. Ist gut? Bitter. Ja. Die Früchte wachsen in den Bäumen, also halten wir wachsam Ausschau nach oben. Sie könnten jetzt überall hier in den Ästen sein. Statt einem Bär sehen wir allerdings diese riesige Pflanze. Maito. Ah, Maito. Maito. Traditional Ecuadorian. Yeah, Maito. Especially in the Amazon. Ah. Yeah, yes, Maito. The Mordian leaf, yes. Diese großen... I need to translate. Diese großen Blätter haben sie damals im Amazonas speziell genutzt, um die Dächer zu verstärken, damit kein Regen reinläuft. Und sie haben es genutzt, um ihren Fisch zu kochen. Da wird der Fisch in das Blatt reingemacht und dann eben gedünstet. Sehr starkes Material. Maybe rain, good for umbrella. Vor 2 Wochen war der Bär hier. Er hat sein Nest hier gelassen. Ja, die Luft hat einen ganz klaren Geschmack und ein bisschen süßlich. Hier liegen auch ständig Früchte halb angegessen auf dem Boden. Ich kann vermuten, es stammt von einem Tier. Wir sind hier auf der Spur, Kollege. Wir finden dich. Unser Guide Maurizio hat uns jetzt gerade verlassen in diesen Trailer rein und wir werden jetzt alleine hier kurz warten an dieser Kreuzung. Ob das die richtige Entscheidung war? Er sucht auf der Seite nach Bären und wir warten hier, ob hier welche erscheinen. Möchte ich alleine mit Bären sein? I don't know. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine kleine Frucht gesehen, die die Bären vor vielleicht 10, 20 Minuten hier liegen gelassen haben. Also sie müssen in der Nähe sein. Es ist die Guaya. Guayana. Guana. Ich glaube hinter diesem... Ich werde jetzt vorsichtig darunter gehen. Ich dachte mir, was klopft denn jetzt? Das ist ein kleiner Specht. Wir sehen hier die exotischsten Vögel in den Bäumen in den knalligsten Farben. Es ist unglaublich, wie gut Maurizio das Singen der Vögel imitieren kann. Wenn das nicht reicht, spielt er auf seinem Telefon die Geräusche der Vögel ab. Und? Er spielt die Vogelgeräusche gerade ab und der Vogel antwortet. Es ist ein witziges Spiel. Hin und her. Quasi eine kleine Hauptstraße, auf der wir gerade laufen und dann verschiedene kleine, die mal vom Weg abgehen. Und wir werden jetzt wahrscheinlich gleich in einen diesen kleinen mal reingehen. Schau dir mal die Blätter an. Wie unglaublich sieht die Struktur aus. Wir gehen jetzt sehr tief in den Wald rein. Ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie das Universum mit uns kommuniziert. Wann immer ich in der Natur bin, fühle ich mich so geerdet. Geht's dir genauso? Wie gefällt's dir bisher? Ja, es ist total bezaubernd, hier durch den Wald zu spazieren. Wir sind komplett alleine. Niemand anderes ist auch in der Gruppe drin. Und dementsprechend können wir halt total in der Stille das sehr genießen. Und allein die Natur hier ist so schön. Ja, noch haben wir keinen Bären gesehen, da war die Natur alleine. So wunderschön. Die Blätter sind alle so groß, kann man sich gar nicht vorstellen. Die könnte ich ja so Rock anziehen. Kurz vor unserer Reise nach Ecuador haben wir uns bei Decathlon hier diesen Dryback gekauft und er hat sich jetzt schon bewährt. Stell dir vor, es regnet hier im Cloud Forest, im Nebel. Die Kamerasachen werden nass. Dafür brauchen wir das. Im nächsten Video sind wir in Tenia, da sind wir im Amazonas, auch Feuchtgebiet, auf der Suche nach Anacondas.
Dann fahren wir auf die Galapagos-Inseln, Bootstouren und so weiter. Ja, sowas haben wir immer gebraucht. Jetzt sind wir froh, dass wir es haben. Unser erster Tukan sitzt da im Baum drin und guckt raus mit seinem Schnabel. Ich liebe es, wie der Tukan hier wie ein deutscher Opi aus dem Fenster die Nachbarn beobachtet. Von diesem farbenprächtigen Tukan gibt es über 40 verschiedene Arten hier im Maki-Pukuna-Reservoir. Am besten erkennst du ihn an seinen großen Schnabel. Da Vögel nicht schwitzen, brauchen sie eine andere Form der Wärmeregulierung. Tukane benutzen dazu ihr Netzwerk aus Blutgefäßen, das sich auch in ihrem Schnabel befindet. 2 Stunden unterwegs, bisher leider noch keine Beeren gefunden. Dafür einige dieser. Schau einfach nur in das Gesicht dieses blau schimmernden Insekts. Wie kannst du da nicht dankbar sein, dass sie zum Glück nur so klein sind? Die anfänglich kalkulierten 2,5 Kilometer bis zur Bärensichtung haben wir mittlerweile deutlich überschritten. Wir geben nicht auf und wandern tiefer in den Nebelwald. Das Maki-Pukuna-Reservoir streckt sich übrigens von 900 Metern über dem Meeresspiegel bis auf knapp 3000. Jetzt schrubben wir einige dieser Höhenmeter. Das sind die Lianen wie von Tarzan. Natürliches Riechsalz macht alle Poren auf in der Nase. Schmeckt sehr scharf im Nachgeschmack. Ich wusste gar nicht, dass man das essen kann. Mausi. Was meinst du, wie viele Beeren wir sehen, wenn wir den essen? Unglaublich, wie tief wir in diesem Cloud Forest drin sind und trotzdem noch keine Bären gesehen. Erinnerst du dich an den Leoparden im Krüger-Nationalpark? Wann haben wir ihn gesehen? Ganz am Ende. Erinnerst du dich an die Löwen im Krüger-Nationalpark? Wann haben wir sie gesehen? Ganz am Ende. Erinnerst du dich an die Hyäne? Gar nicht. Mittlerweile 3,5 Stunden unterwegs biegen wir auf diesen schmalen, steilen Pfad durch den dichten Wald ab. Normalerweise dauert eine Tour hier maximal 4 Stunden. Langsam laufen wir also schon zurück Richtung Lodge. Als plötzlich... Maurizio sprintet querfeldein ins Gebüsch und wir versuchen hinterher zu hechten. Wir steigen einen steilen Abhang auf, versuchen an den Pflanzen Halt zu finden und erreichen schlussendlich diesen kleinen Vorsprung. Einer der besten Orte der Welt, um Andenbären zu sichten. Leider in der Hinsicht erfolglos für uns. Das ist der einzige Bär, den wir entdecken konnten. Und noch unten links. Noch einer. Und noch einer am Baum. Dafür haben wir während der insgesamt 5,5 Stunden Wanderung total viel über den Bär lernen können, die exotischen Vögel in ihrer freien Wildbahn getroffen und durften in eine faszinierende Pflanzenwelt eintauchen. Dafür sind wir dankbar. Das erste Essen nach 5 Stunden vergeblich nach Beeren suchen. Reis, Lentils, Cauliflower und Vegan Chorizo-Wurst. Frag es mich nicht, es ist eine exotische ecuadorianische Frucht in einem Zuckerrohrbad. Wir würden bei unserem nächsten Besuch in Ecuador also trotzdem wieder hierher fahren und es nochmal versuchen. Dieses Mal allerdings im September oder Oktober, denn das ist die beste Zeit, Bären zu sichten. In der Lodge findest du eine Übernachtungsmöglichkeit für verschiedenes Budget. Sie bieten einen Shuttle aus Quito nach hier an und Solo para visitantes! Wasserfall. Tschüss. So ist das halt in der echten Welt. Da gibst du das Geld aus, dann machst du die Strecke, dann läufst du die Kilometer durch den Wald und siehst trotzdem keine Bären. Ich gebe das aber trotzdem lieber aus, bevor ich ins Zoo gehe, weil das ist die wahre Natur. Manchmal klappt's nicht. Im nächsten Video sehen wir uns schon im Amazonas in Kenia. auch wenn wir dieses seltene Pokémon nicht in unserem Pokédex aufnehmen konnten, sind wir voller Vorfreude auf morgen. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Quito, wo wir uns mit einer neuen Kamera ausstatten konnten, Why do you want to be in the video? Oh, where is it going? Thank you very much for bringing the camera, bro. setzen wir uns nun in den Bus Richtung Tena. Man nennt die Stadt auch das Tor des Amazonas. Kommen regelmäßig auch Damen und Herren hier rein in den Bus mit Snacks wie Mandarinen oder Nüssen. Eine Kokosnuss, Wasser oder ähnliches. $1. Er hat sie reingebracht, eisgekühlt. Geschmackstest zusammen. Oh, phänomenal. Wow. Im nächsten Video schlafen wir 4 Nächte in dieser Eco-Lodge im Dschungel des kleinen Dorfes Misawali. Direkt am Fluss und umringt von einer unglaublichen Tier- und Pflanzenwelt. Einen Tag fahren wir sogar mit dem Boot raus und suchen im dichten Dschungel die wilden Anacondas. Aber das Highlight für mich persönlich war die San Pedro-Zeremonie. Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen, und wir schicken dir ein virtuelles Küsschen. Aua.
Egal mit wie viel Mückenspray du dich einkleisterst, irgendwo finden sie immer was. Hast du deine Hände denn eingesprüht? Erst nachdem ich gestochen wurde.